Ja, können wir da durchziehen. Ja. War das Blitz? Prost, du Sack, gell? Du darfst mittrinken. Meine Nase ist gebrochen, mach mich schwer, das ist ja der Türsteher. Vom Freitag auf War ich drei Tage wach, aber mein Stunden, wo es schlecht ist, aber Autogramme machen leider einfach keinen Sinn. Wir kriegen keinen trockenen Platz hin, Zelte können wir nicht aufbauen. Es ist leider so, können wir nichts dran ändern. Nee, das ist total schade. Auch du, es ist auch uns, fällt nicht immer leicht so eine Entscheidung, ne, weil wir sind auch wie kein Wettergott. Wir hoffen immer auf den Fußballgott, aber der Wettergott, der ist heute nicht an unserer Seite und das muss jetzt einfach ein bisschen die vernünftige Entscheidung sein. Ja, absolut. Auch von meiner Seite nochmal schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind natürlich sehr traurig, dass wir die geliebte Autogrammstunde hier bei der Blau-Weißen Nacht nicht machen können. Wir würden uns nochmal überlegen, ob wir spontan morgen früh Info zu nochmal, tut uns ganz leid, aber wir kriegen hier einfach keinen Platz hin, das macht keinen Sinn. Und ich habe euch Schalke erlebt, dass ihr unabhängig vom Wetter, unabhängig teilweise auch ein Stück weit von Ergebnissen feiern könnt. Ich wünsche euch trotzdem auf alle Fälle natürlich eine tolle Nacht, eine blau-weiße Nacht und genießt den Abend im Rahmen der Möglichkeiten und ja, gebt Gas. Verstehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das hier oben trocken ist. Die Mannschaft soll ja auch zu euch und ihr zu der Mannschaft. Und wie gesagt, die trockenen Plätze kriegen wir da leider nicht hin. Das ist keine Entscheidung, die wir super finden. Wir hatten jetzt hier eine tolle Woche, glaube ich, im Trainingslager mit super Testspielen, mit guten Ergebnissen, mit einem traumhaften Wetter. Und das ist natürlich nicht der Abschluss, den wir uns alle wünschen. Aber wie der Frank auch schon gesagt hat, vielleicht gibt es da ja noch ein Hintertürchen für morgen. Ansonsten, ich weiß, viele von euch sind auch oft nicht in der Richtung von Gelsenkirchen, aber der Schalke-Tag ist heute eigentlich Samstag in 2 Wochen. Da gibt es auch immer noch die Möglichkeit, die Mannschaft ganz nah kennenzulernen. Es geht ja, oder? Jetzt kommt die zweite Strophe. Das geht mit einer Hand auf. Selber, auf einen Fuß. Einer. der Tag ist fast am Ende und ich bin's langsam auch. Sekunden. Ihr dürft die Mannschaft begrüßen. Hier ist die Lizenzmannschaft des FC Schalke 04 bei der Blau-Weißen Nacht. Die Jungs sind komplett da. Vielen Dank an euch für die ganz herzliche Begrüßung unserer Mannschaft. Jetzt wollen wir Sie natürlich auch ein bisschen einbinden, wollen ein bisschen was hören. Nach einer Woche hier Trainingslager im Stubaital. Kenan steht gerade neben mir, unser Kapitän. Wir haben gerade schon... Aber du guckst dahin genießen. Wir haben gerade schon den Punkt abgehakt, dass heute Abend so mit dem Hin und Her und der Orga nicht alles hundertprozentig lief. Dafür von uns nochmal, sorry, aber jetzt setzen wir neu an bei 0, jetzt steigen wir ein mit der Mannschaft. Kenan, lass uns ein bisschen teilhaben an deinen Eindrücken hier in der Woche im Stubaital. Wie intensiv war es für euch? Wie seid ihr zufrieden? Auch mit den Spielen, wenn du darüber ein bisschen was sagen könntest, bitte. Ja, Glück auf erstmal, guten Abend. Ja, ich denke, dass wir intensiv und gut gearbeitet haben, die Zeit hier wirklich gut genutzt haben. Wir hatten Top-Bedingungen und haben, denke ich, auch mit den 2 Testspielen nochmal den nächsten Schritt in der Vorbereitung gemacht und ich glaube, auch so in der Mannschaft eine sehr gute Stimmung und das nehmen wir jetzt mit nach Gelsenkirchen. Das mag ich ein bisschen vertiefen. Es sind neue Jungs dazugekommen.
Wie ist so dein Eindruck? Dynamik in der Mannschaft, wie war das Kennenlernen und wie habt ihr jetzt die Neuen vielleicht auch mitgenommen? Ja, die Neuen sind einwandfreie Jungs, alle haben Top-Charakter. Und deswegen war es schon sehr leicht. Ich glaube, die Jungs fühlen sich auch ganz wohl. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die uns helfen werden. Bin ich mir aber auch ziemlich sicher. Und wir freuen uns, dass die da sind. Jetzt müssen wir es eigentlich ein bisschen mal Robin überprüfen. Ja? Ich komme mal an deine Seite. Er hat heute zum ersten Mal das königsblaue Trikot getragen. Unser Neuzugang Glück Robin auf aus Goossens. Neustädten, Stubbertal. Lass mich relativ leicht beginnen, Robin. Wie viel von dem, was Kenan gerade gesagt hat, stimmte und was wäre aus deiner Sicht unbedingt noch zu ergänzen? Ja, erstmal widerspricht man dem Kapitän nie, das habe ich schon sehr früh gelernt, das werde ich nicht lernen. Ich glaube auch, dass wir super aufgenommen wurden vom ersten Moment. Ich glaube, man hat sofort gemerkt, dass man in eine intakte Mannschaft kommt, eine Mannschaft, die genau weiß, dass sie eben nur über diese Gemeinsamkeit kommt und über diese absoluten Willen, das alles zusammenzuschaffen. Und wenn man in so eine Mannschaft kommt, dann verläuft die Integration auch sehr leicht, sehr einfach. Und deswegen haben mir das die Jungs total einfach gemacht. Ich habe mich auf den ersten Moment wohlgefühlt. Und von daher darf das gerne so weitergehen. Und ich hoffe auch, dass ich uns weiterhelfen kann. Dann lass uns ein bisschen auf den Nachmittag eingehen. Du hast heute zum ersten Mal 45 Minuten für Schalke 04 gespielt. Wie lief es aus deiner Sicht? Ja, ich habe das Trikot ja in meiner Jugend auch aufgetragen, damals als Fan. Heute war es ein schöner Moment für mich, weil ich es das erste Mal als Spieler auch anhatte. Das hat mir natürlich unglaublich viel bedeutet. Es war ein intensiver Test, es waren harte Bedingungen, es war sehr warm, aber da müssen wir durch. Dafür sind wir hier, dass wir ackern und von daher war das ein schönes Gefühl für mich und ich freue mich, dass wir mit diesen positiven Emotionen und mit dem Ganzen, was wir erlebt haben, wieder zurück nach Gelsenkirchen fahren und da weitermachen. Total cool, dass du bei uns bist. Noch einmal herzlich willkommen bei Schalke 04, Robin Goossens. Glück auf, wir sind gerade erst gekommen, eigentlich war das abgesagt. So, dann wir wollen uns die Neuen auch noch ein bisschen weiter vorstellen. Jetzt ist in dieser Woche jemand frisch dazugekommen, der auch schon auf dem Trainingsplatz gestanden hat und ich finde es selbstverständlich, dass ihr ihn genauso herzlich begrüßt, weil er neu ist in unserem Team, Max Wömer. Der Max ist auch da. Wie ist der Blick von hier oben? Was geht dir durch den Kopf bei so vielen Schalkern? Vor 5 Minuten nicht mehr. Ja, auf alle Fälle verrückt. Es war schon bei den ersten Trainingseinheiten absolut crazy, wie viele Leute da waren. Halt beim Testspiel noch einmal getoppt und wenn man das jetzt sieht, wie viele Schalker da sind und vor allem in Feierlaune sind, auch bei dem Wetter, das ist schon richtig geil. Ich habe eine Beobachtung gemacht beim Training und da würde ich dich gerne noch fragen, wie du es empfunden hast. Du hast in den ersten Einheiten richtig geackert, hast Runden gedreht und als du gelaufen bist an der Tribüne vorbei, gab es spontan Applaus von, ich würde schätzen, 500-600 Leuten. Wie kam das bei dir an? Ja, das motiviert natürlich, gerade wenn man jetzt am Anfang, wo ich noch ein bisschen was zum Aufholen habe, nur Runden dreht und ein bisschen alleine trainiert. Also da kitzelt man nochmal die extra Prozent raus und ich glaube genau das wird uns auch über die Saison tragen, vor allem in der Feldins-Arena. Wenn es schwer ist, wenn es weh tut, dass uns die Fans dann einfach noch einmal den einen oder anderen Meter tragen und wir Spiele gewinnen. Sehr gut. Wir finden, dass zu so einer blau-weißen Nacht selbstverständlich Blau und weiß,